Hallo, servus, was geht heute? Ich habe hier eine wunderschöne Vespa gekauft und jetzt die Frage, habe ich hier voll in die Kacke gegriffen, wurde ich verarscht, wurde ich reingelegt? Ich zeige euch mal, was mit der los ist und ihr sagt mir dann einfach, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare. So, das ist die Vespa. Ja, also ist natürlich, der Zustand ist jetzt nicht der beste. Das war mir auch vorher klar. Das war mir jetzt vorher klar, dass man da noch ein bisschen was machen muss. Ich zeige mal die ersten Handicaps, wo sie hat. Also einmal hier ein verbogener Griff, aber den kann man ja tauschen, denke ich. Ja, dann der Lack ist natürlich, geht so. Ja, von vorne auch. Ja, jetzt hat sie so 18.560 Kilometer. Von der Seite ein paar Kratzer, hier ein bisschen Oberflächenrost, Rücklicht ist ein bisschen so bröckelig irgendwie, ja, das ist auch nicht mehr so ganz nice. Genau, dann hier Auspuff, ein bisschen Chrom, ein bisschen Rost, ein bisschen Gammel dran, ja. Hier unten so ungefähr. Unten hat sie leichte Flugrost, würde ich es mal beschreiben. Das ist ja alles so noch im Rahmen. Hier der Deckel ist aufgeblüht. Also jetzt für mich ist es so ein bisschen Kosmetik, sage ich mal, aber okay. Dann unten, wenn man hier unten schauen, ich denke, man sieht so ein bisschen Oberflächenrost. Hier so Oberflächenrost, keine großartigen Durchrostungen, aber jetzt kommen wir mal zum harten Teil. Ich zeige noch den Motor, also das Helmfach habe ich schon rausgemacht. Der Motorraum, der hat schon ordentlich gearbeitet, das sieht man hier, wie es da drin aussieht. Kam auch hier mal eine neue CDI rein. Genau, das mal so weit. Aber jetzt hört euch mal an, wenn ich den Bock starte. So, ich starte jetzt mal den Ofen. Ihr sagt mir, was ihr davon haltet. War es ein Fehlkauf? Habe ich in die Scheiße gelangt wieder? Also es war eigentlich so, dass ich den gesehen habe und ich habe gesagt, okay, den nehme ich mit, den finde ich cool. Und springt da an. Der Kollege hat ihn gestartet und gleich Gas gegeben, ordentlich, und da hörte sich alles normal an. Dann habe ich auch nicht weiter nachgeguckt. Also habt ihr dieses malende Geräusch auch gehört? Hört sich natürlich irgendwie beängstigend an. Ich denke, wir schauen uns mal an, wo es herkommt. Also ordentlich höre ich es hier aus dem Vario-Deckelbereich. Also irgendwo hier hinten. Ich sag mal, im optimalen Fall würde ich jetzt sagen, ist hier hinten irgendwo was im Vario-Trieb am Arsch. Vielleicht diese Gewichte da drin. Und im Worst Case ist ein Kurbelwellenlager am Arsch. Was meint ihr? Hättet ihr den Karren gekauft oder hättet ihr gesagt, nee, behaltet den Bock? Also ich habe es nicht gemerkt, weil er hat gestartet und gleich Gas gegeben, und wenn du ein bisschen höhere Drehzahl gibst, dann hörst du dieses Klackergeräusch nicht. Und danach hat er sofort ausgemacht und ich habe gedacht, okay, alles passt soweit. Dann habe ich ihn auch nicht mehr angemacht, weil ich dachte, okay, der startet ja und wird schon funktionieren. Ja? Also laufen tut der Bock schon. Jetzt lasst uns mal schauen, was da Sache ist in dem Bock. Vielleicht erkennen wir auch schon gleich das Problem. Habt ihr schon mal so ein Thema gehabt? Habt ihr schon mal das gesehen bei euch, so ein Fall? Schreibt rein, was ihr vorher gedacht habt oder ob ihr den Fehler schon erraten habt. Also, let's go. Da habe ich auch schon gelesen, dass da schon welche vergammelt waren, solche. Der hat richtig dicke Rechnungen mit beigelegt über mehrere tausend Euro. Also an dem Karren hat man schon in der Vergangenheit eigentlich gar nicht viel gemacht, aber richtig Kohle verlangt für.
Und ich habe auch gelesen, dass hier mal irgendeine Schraube kaputt war. Dann hat man darum getüttelt. Da oben, da fehlt hier auch eine, sehe ich gerade. Also da fehlt hier schon eine. Und da ist noch mal eine, die fehlt. Kommt mir jetzt beim Ausbau entgegen. Aber wenn ich jetzt überlege, dass das Fahrzeug immer in der Werkstatt war, finde ich das nicht so super geil. Vor allen Dingen, das sind jetzt hier Werkstätten hier bei mir im Umkreis rein zufällig, die ich kenne. Ja, müsste jetzt eigentlich weggehen, das Ding. Jetzt hat echt nicht viel gefehlt. Also ich höre, wenn man so macht, dann klackert es schon ordentlich. Nicht, dass es da bläulich. Aber gut zu. Also Mama ist draußen. Also wenn ich Glück habe, dann ist jetzt hier was nur am Arsch. Und wenn ich Pech habe, dann haben wir ein größeres Problem im Motor. Also das macht einen ordentlichen Eindruck, fast wie gar nicht benutzt. Der Riemen, der ist auch neu. Also das haben sie zumindest mal in der Werkstatt richtig gemacht. Neuen Riemen rein. Ja, die Dinger hier, die gucken wir gleich mal an. Die sehen auch irgendwie komisch aus, bisschen kantig zumindest. Hinten der Ölriemen ist auch hier Simmering, Sift hier. Sieht eigentlich soweit vernünftig aus hier. Die sind kantig, die sind durch. Die sind auf jeden Fall kantig hier. Also ich probiere jetzt mal, weil Batterie leer ist, kann ich den auch nicht starten. Ist jetzt gerade leer gegangen, der Klotz. Jetzt habe ich in ein Ladegerät die Kerze mal rausgemacht. Ich will mal gucken, ob es vom Kurbeltrieb kommt und versuche ihn vielleicht mit einer moderaten Geschwindigkeit mal anzutreiben. Hierfür nehme ich jetzt mal den da hier. Also wenn ich das hier manuell drehe, dann höre ich hier nichts. Auch hier merke ich kein Spiel. Jetzt muss ich vielleicht auch mal die andere Seite rausmachen. Also gucken, ob da klimaseitig soweit alles passt, ob da irgendwo, vielleicht ist auch da eine Schraube locker oder irgendwas. So, jetzt hat leider das Geräusch nicht mehr richtig aufgenommen. Irgendwie hat das Mikro das nicht gescheit gemacht. Aber ich habe jetzt hier mal den Seitendeckel wegmontiert von der Lichtmaschine und zeige euch mal, wie das da aussieht. Also hier ist der Seitendeckel demontiert und hier hören wir jetzt richtig krass die Geräusche eigentlich. Und mein Verdacht ist eben, dass wir hier einen Lagerschaden haben an der Kurbelwelle. Jetzt ich drehe mal hier. Also ziemlich laut. Das ist schon ein lautes Klacken. Wenn man das mit dem Schrauber macht, dann wird ja die Kurbelwelle eigentlich immer gezogen in eine Richtung. Da ist ja dieser Lastwechsel nicht da. Deswegen hat man es wahrscheinlich nicht gehört. Wir haben ja auch kein Lagerspiel hier von der äußeren Lager, sondern das sind eher das wahrscheinlich das untere Pleuelager oder obere Pleuelager. Jetzt habe ich mal das simuliert, weil wenn ich jetzt den Druck auf den Kolben gebe, also von oben und unten spiele, dann habe ich eigentlich dann höre ich eigentlich fast gar nichts mehr. Dann ist es weg. Das heißt, dadurch wird ja der Bereich gestaucht, der bewegliche.
Also es kann auch ein Kolbenkipper sein, im besten Fall ein ziemlich starker, was ich aber nicht denke, oder irgendwie Pleuelauge, vielleicht Kolbenaugen, dass die ausgeludelt sind, oder obere Kolbenbolzen, das wären so die besten Sachen, wenn es daher kommt. Und wenn jetzt das Problem kommt von einem unteren Pleuellager, dann könnte man das schon so als einen Motorschaden beziffern, weil dann kannst du den rausmachen. Das nächste, was ich jetzt tue, ist den Zylinder ziehen, um mir mal hier den Bereich ein bisschen besser anzugucken. Ja, hebt gut. Hebt ziemlich gut. Gut. Mal hier diesen Turnschuh da abmachen. Also das ist hier so die Haube hier oben. Ja, jetzt voll blöd. Jetzt hat die Kamera nicht mitgefilmt. Ich bin irgendwie, ist sie runtergefallen und dann ging die auf Abbrechen. Jetzt hätte ich hier das euch live zeigen können, leider. Also, was habe ich jetzt gemacht? Wir sehen jetzt, ich habe jetzt hier nochmal runtergenommen, den Zylinder wegen den Klackergeräusche. Man hat es gemerkt am Kolben, wenn man auf den Kolbenbolzen, wenn man da mit dem Finger gedrückt hat, dass der gewackelt hat. Ja, und jetzt habe ich den Zylinder gezogen, die Haube ist unten. Dazu musste eben der Auspuff weg. Der ging relativ einfach wegzumachen. Die Schrauben waren zum Glück nicht fest. Und die Zylinderschrauben waren auch nicht fest. War gut. Das Ärgerliche ist eben, dass jetzt die Kamera vorher ausgestiegen ist. Ich versuche es jetzt nochmal zu zeigen. Also ihr seht hier, was das für ein Klacker ist. So klackert es. Der hat Spiel ohne Ende. Und da fehlt unten auch irgendwie diese eine Anlaufscheibe von diesen kupferfarbenen Scheiben fehlt eine. Und Sache ist jetzt eben die, dass wenn ich das Pleuel unten festhalte und ich ziehe dran, da ist deutlich Spiel zu spüren. Also das untere Pleuellager ist am Arsch. Also wenn ich den Kolben nicht festhalte, sondern nur jetzt am Pleuel ziehe, da habe ich schon ordentlich Spiel dran. Bedeutet im Endeffekt, dass die Kurbelwelle hier unten am Arsch ist. Das untere Pleuellager ist durch. Und das ist jetzt Worst-Case-Szenario. Hier nochmal der Zylinder. Von unten sieht man noch die hohen Spuren dran. Warte mal. Leichte hohen Spuren und ja, leichte Schatten, leichte Riefen. Nichts Extremes. Von hier oben. Also ist teilweise noch der Hohenschliff zu sehen. Habt ihr da Erfahrung mit den Zylinder, ob die Nachbau gut sind oder ob man lieber neuen, original nehmen sollte? Schreibt mal rein. Habt ihr richtig gelegen mit eurer Vermutung, dass hier das untere Pleuellager am Arsch ist? Also ist schon hardcore. Der Kolben sieht jetzt auch nicht so toll aus, aber auch nicht so schlimm. Also habe ich schon schlimmere gesehen. Wenn man jetzt nochmal hier hingeht, er hat jetzt keine gravierenden Riefen drin. Keine gravierenden Riefen, das ist schon mal eine gute Sache. Aber den kannst du sowieso in den Müll schmeißen. Ich denke, da gehört eine komplett neue Garnitur ran. Und ja, das ist jetzt echt der Worst Case. Der Motor ist eigentlich, kann man sagen, Schrott in dem Sinne. Ich müsste den jetzt richten komplett. Rausmachen, richten. Gibt da wahrscheinlich ein neues Video, passt jetzt hier nicht mehr alles rein. So, habt ihr auch damit gerechnet? Habt ihr das gleiche vermutet? Oder habt ihr was anderes gedacht, was es ist? Seid mal ehrlich, schreibt es in die Kommentare, was ihr gedacht habt, was es sein hätte können oder gewesen wäre, vielleicht. Also ich habe mir schon gedacht, dass es an der Kurbelwelle liegt, aber ich hatte eben Hoffnung gehabt, dass oben eben am Kolben vielleicht die Kolbenaugen irgendwie ausgenudelt gewesen wären, dass er einen fetten Kolbenfresser hat oder dass vielleicht der Kolbenbolzen irgendwie einen Defekt hat, dass der gefressen hat oder irgend sowas. In die Art hatte ich gehofft, dass Nadellager vielleicht da kaputt ist oder so. Aber jetzt ist eindeutig, wir haben ein unteres Pleuellagerschaden. Jetzt ärgere ich mich natürlich, ist auch normal, dass es eben wieder Pech ist, dass der Flo mal wieder Pech hatte. Ja?
und es nicht hätte was Einfaches sein können. Aber für euch ist es eben jetzt gut, weil ich mache jetzt den Klotz da raus aus dem Stuhl und dann gibt es halt eine neue Kohlwelle und ihr könnt euch das angucken. Also wurde ich wieder klar verarscht. Kommt mir gerade der Gedanke, ich war am Sonntag in der Kirche. Meine Tochter hat da was vorgesungen oder mitgesungen. Und da erinnere ich mich, da hat der Pfarrer gefragt, ob wir denken, ob es böse Menschen gibt, ob alle Menschen böse sind. Das war die Frage. Sind alle Menschen böse, hat der Pfarrer gefragt. Und wie hättet ihr abgestimmt? Ich halte mich da mal raus. Schreibt's in die Kommentare. Denkt ihr, alle Menschen sind böse? So, jetzt muss ich die Verkabelung wegmachen. Ich muss jetzt die Ölleitungen da abmachen. Die restlichen Kabel hier. Die Ölleitung, restliche Kabel. Hier ist wahrscheinlich die Steckverbindung drin. Also das war dazwischen hier, zwischen dem Clip, die Ölleitung, und ich mache die jetzt hier. So. Okay, draußen. So, jetzt geht's los mit dem Motor. Der steht jetzt hier schön auf der Werkbank. So, zum jetzigen Zeitpunkt ist der Motor schon wieder fertig und wieder einbaufertig. Das seht ihr aber im nächsten Teil. Also, wenn es euch interessiert, schließt ein Abo ab, damit ihr nichts verpassen tut. Sonst könnt ihr auch ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Oder mal auf die Playlist schauen. Wir sehen uns. Ciao.